Es gibt Momente im Fußball, die größer sind als das Spiel selbst. Momente, die zu Geschichten werden, erzählt, weitergegeben, bewundert. Und einer dieser Momente stammt aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Der Moment, als Günter Netzer sich im Pokalfinale 1973 selbst einwechselte. Wir schreiben den 23. Juni 1973. DFB-Pokalfinale. Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Ein Derby. Elektrisiert wie kaum ein anderes. Ein Abend im Düsseldorfer Rheinstadion, 70.000 Zuschauer, Flutlicht, Spannung bis in die letzte Minute. Günter Netzer, Gladbachs Superstar, sitzt zunächst auf der Bank. Trainer Hennes Weisweiler hatte ihn draußen gelassen, offiziell um ihn zu schonen. Inoffiziell, die beiden hatten sich in dieser Saison schon wieder gerieben. Zwei starke Persönlichkeiten, zwei Alpha-Tiere. Und so beginnt das Finale ohne den Mann, der das Spiel wie kein anderer lesen konnte. Gladbach kämpft. Köln geht in Führung. Borussia antwortet. Und es bleibt ein hartes, offenes Spiel. Netzer sieht alles von außen. Und irgendwann ist klar, es ist Zeit. Dann kommt der Moment, der in die Fußballgeschichte eingeht. Netzer steht auf, macht ein paar Schritte zum Spielfeldrand. Er stoppt kurz, dreht sich zu Trainer Weisweiler und sagt den legendären Satz: Ich spiele dann jetzt. Ohne Rücksprache, ohne Aufforderung. Es ist keine Rebellion. Es ist pure Verantwortung. Der Moment, in dem ein Spieler spürt, jetzt braucht mich die Mannschaft. Er läuft aufs Feld. Die Zuschauer jubeln. Die Spannung explodiert. Ein paar Minuten später. Der Ball kommt zu Netzer. Er spielt einen Doppelpass, läuft weiter, bekommt den Ball zurück und schießt. Ein Schuss aus der Distanz. Hart, präzise, unerbittlich. Der Ball landet im Netz. 2:1 für Gladbach in der Verlängerung. Netzer trifft mit seinem ersten Ballkontakt. Sein Tor entscheidet das Finale. Gladbach gewinnt den DFB-Pokal. Dieser Moment wird zur Legende. Nicht nur wegen des Tores, sondern wegen des Charakters dahinter. Netzer hat gezeigt, was wahre Führung bedeutet. Verantwortung übernehmen, wenn der Moment da ist. Mut haben, wenn andere zögern. Und im richtigen Augenblick alles verändern. Bis heute ist diese Selbsteinwechslung eines der ikonischsten Ereignisse des deutschen Fußballs. Ein Beispiel für Leidenschaft, Selbstvertrauen und die Kraft eines Spielers, der wusste, was in ihm steckt. Und genau deswegen bleibt dieser Moment ein Teil von Gladbachs Herz und ein unvergessener Augenblick für alle Fußballfans, die diese Geschichte kennen oder neu entdecken. Wenn du willst, können wir in weiteren Videos noch viele andere Gladbach-Momente aufleben lassen.
vom 7:1 gegen Inter Mailand bis zu legendären Europapokalnächten. Dieses Erbe ist reich, emotional und einzigartig.